Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Dies ist der zweite Teil von meiner Wesertour. Ich bin weiter nach Bodenwerder gefahren, auch im Landkreis Holzminden zu finden. Das ist der Geburtsort des sogenannten Lügenbarons Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Hier habe ich mir einen Startplatz für meine Drohne gesucht, damit wir Bodenwerder auch einmal von oben sehen. Los geht's! Hier kann man schön die Uferpromenade sehen und auch einen Schiffsanleger, wo im Sommer so einige Ausflugsschiffe starten. Die ganze Uferpromenade mit vielen Sitzmöglichkeiten, Spielplätzen wurde gerade erst neu gemacht. Es gibt hier auch einige Restaurants in Ufernähe, wo man schön sitzen und das ganze Treiben auf dem Wasser beobachten kann. Hier ist die Weserbrücke zu sehen und das heißt für mich, ich fliege wieder zurück Richtung Startplatz. Nach der Landung meiner Drohne fahre ich auf die andere Seite hinüber. Dort gibt es einen schönen Stadtkern, historische Fachwerkhäuser sind zu sehen, Reste der Stadtbefestigung, Klosterkirche, Stadtkirche. Es ist wirklich sehenswert. Hier schauen wir uns aber erst einmal die Uferpromenade an.
Viele Skulpturen, die hier zu sehen sind, haben natürlich mit dem Baron Münchhausen zu tun. Es gibt hier auch eine alte Dampfmaschine zu begutachten, ganz in der Nähe von dem Münchhausen-Museum. Ihr solltet euch hier ein bisschen mehr Zeit nehmen, es gibt hier so einiges zu sehen. Ich begebe mich jetzt aber wieder zurück zum Parkplatz. Hier ein schöner Seerosenteich. Es gibt übrigens schon ein Video von Bodenwerder, das ich vor längerer Zeit mit meiner Frau zusammen erstellt habe. Das könnt ihr euch auch gerne einmal anschauen. Mit ein paar schönen Fotos geht nun das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch, Kommentar da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Natürlich auch über jedes Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Danke für das Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.